Ihr möchtet Untertitel für eure YouTube-Videos generieren, was ihr übrigens auch wirklich tun solltet, aber ihr möchtet keins von diesen kostenpflichtigen Online-Tools nutzen? Dann holt euch doch einfach die KI auf euren Rechner und lasst lokal auf eurem PC so viele Untertitel generieren, wie ihr möchtet, und das komplett kostenlos. Wie das funktioniert, dreimal dürft ihr raten, zeige ich euch in diesem Video. Hallo und willkommen zu diesem Video. Es gibt mittlerweile ja recht viele KI-gestützte Online-Tools zur automatischen Generierung von Untertiteln, aber sinnvoll nutzen lassen die sich häufig nur in Verbindung mit einem kostenpflichtigen Abo. Und das startet meistens so bei 10 bis 20 Euro im Monat und ist häufig auch noch beschränkt auf 60 bis 120 Minuten Videozeit oder Videodauer pro Monat. Daher machte ich mich auf die Suche nach einer kostenlosen, aber gut funktionierenden Alternative, und da bin ich bei meinen Recherchen auf das GitHub-Projekt YouTube Whisper gestoßen. Ich verlinke euch das Projekt, die Projektseite, auch mal unten in der Videobeschreibung. YouTube Whisper, das ist ein Skript, das in Python geschrieben ist, und ja, das Ganze nutzt YouTube DLP und Whisper von OpenAI, und OpenAI dürfte euch ja ein Begriff sein, wenn ihr ChatGPT schon mal gehört habt. Whisper ist ein neuronales Netz zur Spracherkennung, und das wird von OpenAI als Open Source kostenlos zur Verfügung gestellt. Ziemlich cool, wie ich finde. Die Software YouTube Whisper generiert dann also lokal auf eurem PC Untertitel von YouTube-Videos, und ihr könnt dabei selber angeben, ob ihr die Videos transkribieren lassen wollt, also in der nativen Sprache Untertitel generieren, oder direkt von welcher Sprache auch immer ins Englische übersetzen lassen möchtet. Einziger Nachteil: das Ganze ist nicht so bequem zu bedienen wie zum Beispiel ein Online-Tool im Webbrowser mit grafischer Benutzeroberfläche. Ihr müsst das Tool und all seine Abhängigkeiten eben erstmal installieren, und zwar über die Konsole, aber keine Sorge, das ist halb so schlimm. Das sind nur ein paar wenige Befehlszeilen, und wie das unter Windows 10 und Windows 11 funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ihr solltet aber im Hinterkopf behalten, dass die Dauer der Transkription natürlich von der Performance eures PCs abhängt. Sprich, je schneller euer PC ist, umso schneller ist das fertig und umgekehrt. Ich habe das jetzt schon auf 2 verschiedenen Rechnern ausprobiert, einmal auf einem etwas älteren System mit einem älteren i5 unter Windows 10 und einmal hier auf meiner Workstation unter Windows 11. Das funktioniert auf beiden super. Auf dem älteren PC oder auf dem langsameren PC dauert es halt ein bisschen länger. Aber das Gute ist, ihr müsst dem Skript ja nicht bei seiner Arbeit zuschauen. Ihr könnt ja währenddessen zum Beispiel auch das ein oder andere Video von meinem Kanal noch anschauen. Ich habe mit YouTube Whisper jetzt schon einige Videos transkribieren lassen, und ich kann wirklich sagen, von den Ergebnissen bin ich mega beeindruckt. Es werden nur selten Wörter falsch interpretiert, und wenn, dann war meistens die Ursache eine zu schnelle oder undeutliche Aussprache. Oder auch mal bei Markennamen oder speziellen Fremdwörtern, da kann das schon mal vorkommen. Ansonsten ist aber die Erkennung wirklich sehr gut. Substantive werden groß geschrieben, es gibt Satzzeichen, sogar substantivierte Verben werden korrekt groß geschrieben. Lückenfüller, unerwünschte, wie zum Beispiel das typische werden gekonnt ignoriert, und auch umgangssprachliche Verkürzungen werden korrekt dann ausgeschrieben. Zum Beispiel aus "ne tolle Sache" wird dann "eine tolle Sache". Also insgesamt ist es wirklich ein 1A-Ding, und man muss nur wenig hinterher nachkorrigieren. Ich bin super zufrieden. So, jetzt geht's aber endlich los mit der Installation. Wir nutzen dafür die PowerShell, die ist unter Windows 10 und Windows 11 schon vorinstalliert, und dazu öffnet ihr einfach mal das Startmenü und tippt einfach mal drauf los, PowerShell. Da sollte euch dann hier auch dieser Eintrag angezeigt werden. Nehmt keins von den anderen, sondern wirklich hier diesen Windows PowerShell, klickt da mit der rechten Maustaste drauf und wählt als Administrator ausführen. So, wir benutzen hier den App-Installer Winget, und der sollte unter Windows 11 und in den neueren Versionen von Windows 10 bereits vorhanden sein, und das prüfen wir einfach kurz, indem wir Winget Version eingeben. Dann mit Enter bestätigen. Und wir sehen, hier wird eine Versionsnummer angezeigt, das heißt, Winget ist hier vorhanden. Wenn bei euch hier keine Versionsnummer angezeigt wird, sondern irgendein Fehler ausgegeben wird, dann fehlt Winget tatsächlich noch bei euch. Dann müsst ihr das noch nachinstallieren. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung aber den Link zum Microsoft Store, wo ihr den App-Installer nachinstallieren könnt. YouTube Whisper hat 3 Voraussetzungen. Zum einen benötigen wir Python, weil das ist ja auch ein Python-Skript, deswegen brauchen wir hier den Python-Interpreter auf dem System. Und zwar eine ganz besondere Version, nämlich zum aktuellen Zeitpunkt unterstützt YouTube Whisper nur die Version 3.10. Falls ihr also schon Python installiert habt, eine neuere oder eine ältere Version, dann genügt das nicht, dann müsst ihr parallel noch die Version 3.10 installieren. Bei mir funktioniert es mit der Version 3.10.11. Vielleicht ist das irgendwann mal anders, aber zum aktuellen Zeitpunkt benötigt ihr genau diese Version. Ihr könnt testen, ob bei euch Python vielleicht sogar schon vorhanden ist, indem ihr einfach Python Version eingebt, mit Enter bestätigen
Und ihr seht jetzt in meinem Fall ist die Version 13.11 schon installiert. Bei euch vielleicht eine andere Version oder aber es kommt ja ein Fehler, dann ist Python noch gar nicht installiert. Dann müsst ihr Python natürlich erstmal installieren und dazu benutzt ihr diesen Befehl hier. Ich habe euch den auch in die Videobeschreibung gepackt und wichtig, die Installation startet hier nicht im Hintergrund oder die läuft nicht im Hintergrund, sondern die wird interaktiv ausgeführt. Das heißt, da kommt dann so ein Setup-Fenster. Es ist nämlich ganz wichtig, dass ihr hier die Option Add Python Exit to Path anklickt, dass ihr diese Option markiert. Das ist für später noch wichtig, deswegen macht da das Häkchen hin und den Rest könnt ihr einfach so durchklicken. Ich verlinke euch den Download zu dieser Python-Version auch unten in der Videobeschreibung, falls es jetzt mit Winget irgendwie Probleme gegeben haben sollte. Als nächstes benötigen wir FFmpeg. Das ist ein frei verfügbares Framework für die Audio- und Videobearbeitung bzw. Konvertierung. FFmpeg wird auch von vielen anderen Anwendungen genutzt und das hier ist die Befehlszeile. Falls es hier Probleme geben sollte mit Winget, dann verlinke ich euch natürlich auch nochmal die Projektseite, wo ihr euch das FFmpeg Installer Paket auch händisch runterladen und installieren könnt. Als drittes und letztes installieren wir noch die freie Softwareverteilung Git. Die ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber die erleichtert uns die Installation von YouTube Whisper. Dafür verwendet ihr diesen Befehl hier und da müsst ihr während des Vorgangs auch einmal den Nutzungsbedingungen mit Y zustimmen. Wenn ihr Git dann installiert habt, haben wir alle Voraussetzungen für YouTube Whisper installiert und ganz wichtig, erst einmal Windows neu starten, vor allen Dingen für das FFmpeg. Wenn das installiert wurde, müsst ihr Windows einmal neu starten, bevor ihr es nutzen könnt und danach geht es dann direkt weiter mit YouTube Whisper. So, nachdem ihr Windows jetzt einmal neu gestartet habt, könnt ihr direkt wieder die PowerShell-Konsole öffnen. Braucht ihr auch nicht mit Admin-Rechten, das geht jetzt auch im normalen Benutzerkontext. Und jetzt prüfen wir einmal, ob die Voraussetzungen wirklich alle vorhanden sind. Also einmal Python. Jawohl, Python ist da in der Version 3.10.11. Dann FFmpeg. Jawohl, hier werden uns auch die ganzen Versionsnummern angezeigt. Und natürlich dann noch Git. Auch hier vorhanden. Super, jetzt sind wir startklar. Für die Installation von YouTube Whisper benutzen wir den Paketinstaller pip. Der ist bei Python eigentlich immer dabei, wenn man den unter Windows installiert. Ihr könnt es aber trotzdem einmal prüfen, indem ihr auch hier die Version abfragt. Und hier wird jetzt auch eine Version angezeigt. Bei der Gelegenheit könnt ihr pip auch gleich einmal updaten lassen mit diesem Befehl hier. In meinem Fall ist es schon die aktuellste Version. Und jetzt können wir wirklich starten mit der Installation von YouTube Whisper. Die Befehlszeile zum Installieren von YouTube Whisper sieht folgendermaßen aus. Und hiermit lässt sich übrigens auch jedes andere Git-Projekt bzw. Repository auf euer System runterladen, installieren lassen. Hier ist jetzt quasi der Projektlink angegeben von YouTube Whisper. Und ja, schickt das Ganze jetzt einfach mal ab und lasst es durchlaufen. Und ihr seht, hier ist ein Fehler aufgetreten und den bekomme ich auch auf meinem anderen System und auch viele andere User. Scheint ein Problem zu sein, was aktuell in dieser Version existiert, aber dafür gibt es zum Glück auch eine ganz einfache Lösung. Also falls ihr auch diesen Fehler hier bekommt, could not find a version that satisfies the requirements, Whisper und so weiter und so fort, dann wählt ihr eine alternative Installationsbefehlszeile, nämlich diese hier. Die werde ich euch natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung reinschreiben und dann lasst ihr das hier mal einmal durchlaufen. Und das hat geklappt. Hier solltet ihr am Ende auch die Erfolgsmeldung bekommen. Jetzt müssen wir allerdings die beiden Bestandteile von YouTube Whisper, nämlich Whisper und YouTube DLP, händisch einfach nachinstallieren. Und das geht mit diesen beiden Befehlen. Einmal Whisper und dann noch YouTube DLP mit diesem Befehl. Ja, und das war's. Jetzt müsste YouTube Whisper endgültig einsatzbereit sein. Ihr könnt spaßeshalber auch einfach mal den Befehl YouTube Whisper eingeben, also mit Unterstrich. Beim ersten Mal kann es ein bisschen dauern. So, und hier sehen wir, dass da schon ein paar Parameter angegeben werden, was wir hier alles benutzen können. Und das heißt, YouTube Whisper sollte jetzt wirklich
einsatzbereit sein. Übrigens, wenn ihr YouTube Whisper irgendwann mal nicht mehr benötigen solltet, da gibt es ein verstecktes Cache-Verzeichnis innerhalb eures Benutzerverzeichnisses und da drin liegt dann in dem Whisper-Ordner die Cache-Files für die ganzen Modelle und die können, je nachdem welches Modell man verwendet hat, sehr groß werden. Was das Ganze ist, dazu kommen wir gleich noch, aber dass ihr das schon mal im Hinterkopf behaltet, dass die Dateien könnt ihr dann rauslöschen aus dem Verzeichnis. Das sind mehrere Gigabyte unter Umständen und da könnt ihr wieder ein bisschen Platz schaffen. So, jetzt sind wir endlich vollständig durch mit der Installation und können das Skript nutzen und worauf ihr da achten müsst und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt noch im letzten Teil. Und wie funktioniert jetzt YouTube Whisper? Im Grunde ganz einfach, ihr braucht nur wieder eine Konsole, entweder die Windows-Eingabeaufforderung oder die Windows PowerShell, wie wir sie ja schon die ganze Zeit verwenden, und ihr braucht nur den Befehl YouTube-Whisper einzugeben, gefolgt von den nötigen Parametern. Ich zeige euch mal hier den Befehl mit den Parametern, wie ich es verwende. Der einfachste Aufruf ist aber hier dieser hier, YouTube Whisper, gefolgt von dem Videolink und wichtig, den dann immer in Anführungsstrichen. Und das Video, es muss sich dabei um ein öffentliches Video handeln, also mit privaten Videos funktioniert das natürlich nicht. Standardmäßig verwendet YouTube Whisper das kleine Sprachmodell und ich hatte es ja während der Installation schon angesprochen, es gibt verschiedene Sprachmodelle. Und das kleine, das ist allerdings nur für englische Sprache geeignet, wenn euer Video also englischsprachig ist. Wenn ihr wahrscheinlich auch ein deutschsprachiges Video transkribieren wollt, dann müsst ihr oder solltet ihr ein anderes Modell nehmen, nämlich entweder Medium oder besser noch Large. Und wie gesagt, diese Dateien werden lokal auf euren Rechner runtergeladen und das Large-Modell zum Beispiel, das belegt knapp 3 GB Speicher. Das solltet ihr also im Hinterkopf behalten, dass ihr da auch den nötigen Speicherplatz dann auf eurem Laufwerk verfügbar habt. Und hier gebe ich dann noch an mit dem Parameter Format SRT. Es gibt die zwei Standardformate VTT und SRT. Standardmäßig wird es als VTT gespeichert. Ich arbeite aber lieber mit dem SRT-Format, deswegen gebe ich das hier an. Ihr könnt es aber auch weglassen, dann wird es eben als VTT gespeichert. Und man kann mit dem Parameter Language dann noch angeben, welche Sprache in dem Video gesprochen wird. YouTube Whisper kann das zwar auch erraten, aber wenn ihr eben schon von vornherein sagt, hey, hör mal, das ist dies und jene Sprache, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also so sieht die komplette Befehlszeile aus und ich schicke das jetzt einfach mal ab. Ja, das dauert einen Moment und dann geht es aber auch schon los. Wir sehen hier oben dann den Titel des Videos und hier haben wir so eine Fortschrittsanzeige, so einen Fortschrittsbalken und dann könnt ihr auch sehen, wie lange das noch ungefähr dauern wird. Und ja, jetzt könnt ihr das Skript einfach in Ruhe arbeiten lassen, könnt euch dann noch einen Kaffee oder einen Tee holen. Am Schluss, wenn das Skript durch ist, wird diese Datei mit den Untertiteln auf eurem Rechner gespeichert und zwar immer in dem Verzeichnis, aus dem ihr das YouTube Whisper aufgerufen habt. Also in meinem Fall würde das jetzt hier direkt im Benutzerverzeichnis abgespeichert werden. Es gibt noch einen Parameter, wo man das Ausgabeverzeichnis ändern kann. Das findet ihr auch wieder über den Help-Befehl in der Hilfe, aber standardmäßig, wie gesagt, wird es einfach da gespeichert, wo ihr das Skript aufgerufen habt. So, die Transkription ist abgeschlossen und wir sehen hier auch, wo die Datei gespeichert wurde. Und dann schauen wir mal rein in das Verzeichnis und hier liegt die Datei und wir können die einfach, das ist ja SRT ist ein textbasiertes Format, das heißt, wir können die einfach mit dem Editor öffnen. Und hier haben wir dann die ganzen Untertitel und es kann nicht schaden, da einmal drüber zu schauen und zu korrigieren, falls da irgendwie was nicht in Ordnung ist. Da muss man wahrscheinlich sehr wenig machen, also zumindest bei meinen Videos klappt das wirklich mega gut. Und jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze ins Englische übersetzen zu lassen, also von irgendeiner Sprache ins Englische. Und das ist auch etwas, was ich euch empfehlen würde, weil damit könnt ihr natürlich noch ein breiteres Publikum ansprechen, weil Englisch spricht man fast überall auf der Welt, Deutsch, naja. Deswegen hier einmal den Befehl von vorhin und dann hängt ihr da einfach noch den Parameter Task Translate dran und damit wird das Video aus der nativen Sprache, die da gesprochen wird, automatisch ins Englische übersetzt, also die Untertitel. Und dann habt ihr da das Ganze noch in Englisch. Wichtig, die Transkription bzw. die Übersetzung in eine andere Sprache, das wird im selben Dateinamen abgespeichert. Das heißt, wenn ich das jetzt so abschicken würde, dann würde meine deutsche Version einfach überschrieben werden. Also ihr solltet dann auf jeden Fall einmal die Datei umbenennen, vielleicht da hinten dran hier das Ganze nochmal mit einem DE für Deutsch, so. Und wenn ich jetzt den Befehl hier abschicke, dann wird das Ganze wieder mit dem Standard-Dateinamen benannt. Dann habe ich beide
Untertiteldateien separat und ansonsten, wie gesagt, wird das eben überschrieben. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Ja, ansonsten gibt es da nicht viel mehr zu sagen. So funktioniert das, funktioniert sehr zuverlässig und ich bin mega zufrieden damit, habe tolle Ergebnisse. Und ja, ich würde mich riesig freuen über ein Like. Ihr merkt vielleicht auch schon wieder, meine Stimme ist ziemlich belegt. Für euch sind das nur ein paar Minuten, für mich war das jetzt schon wieder ein ganzer Nachmittag. Ich kann euch sagen, ich bin heilfroh, wenn ich endlich einen Teleprompter habe. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und das Ganze funktioniert bei euch genauso gut. Falls ihr Schwierigkeiten habt, falls da irgendwo Probleme aufgetreten sind, schaut mal bitte, ob es schon einen angepinnten Kommentar gibt, wo ich vielleicht schon dieses Problem anspreche. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch in den Kommentaren nachfragen. Und das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.